the country has voted to leave the EU, although in Bristol 62%. The European Union is in desperate need of a fundamental change. The euro is under pressure, and since Brexit, various other member states have expressed the desire to leave. The EU management structure seems unable to give people the feeling that they're truly represented. The calls for withdrawal into nation states are becoming louder and louder. Der Brexit hat Trump beflügelt die Österreicher beflügeln nochmal Marine Le Pen und das beflügelt vielleicht die AfD in Deutschland. The implosion of the EU could take place sooner than we think. Ganz egal, was mit der EU passiert, von dem europäischen Kontinent können wir alle nicht weglaufen. Selbst wenn Orban, die Niederlande, Herr Wilders, alle aus der EU austreten, dann sind wir alle noch in Europa. This lady, Ulrike Guérot, believes she knows how the European project could be successfully led. This is Backlight. Welcome to the Republic of Europe. Professor of European politics, Ulrike Guérot is dedicated to reinventing Europe. She worked for the EU as a political advisor for 20 years and predicted the end of the European peace project as early as in 2012. Désolée de ma voix, je suis en train de perdre ma voix. Je pense qu'effectivement, on est en train de perdre la politique. Au niveau européen, c'est très clair. Quand vous analysez la politique européenne, c'est très clair qu'en fait, qu'on n'a pas d'union politique. C'est-à-dire que les changements sont plutôt aux marges. Et du coup, on peut voir que dans toute l'Europe, dans presque tous les États membres, on a maintenant une confrontation qui est la classe politique, la classe dite politique, et ceux qui se veulent le peuple. Guérot is an insider in European politics. She has worked with former EU President Jacques Delors. Her book, Why a European Republic is Necessary, has been published in 3 languages, German, Spanish and Polish, and it is a huge success. Since her book was published, she has been travelling all around Europe to convey her message. We need to build a Europe where people feel they are represented. Bei mir ist Ulrike Guérot, Gründerin und Direktorin vom European Democracy Lab mit Sitz in Berlin. Sie beschäftigen sich mit der Zukunft der europäischen Idee. Willkommen. Nun wird natürlich über verschiedene Lösungen nachgedacht. Es wird auch über ein neues Europa nachgedacht. Sie wollen die Nationalstaaten auflösen und stattdessen ein Europa der Regionen. Muss man jenseits dieser Presseinszenierung schon sagen, dass es ja einen doch wirklich wunden Punkt gibt in der Kritik von Nigel Farage oder der Independent Party, indem man eben sagt, we are not in control. Das war der Schlachtruf der Brexit-Lager. Dass irgendetwas fundamental sich ändern muss, ich glaube, das haben die meisten Leute verstanden. Also so wie es jetzt ist, gehen wir eyes wide shut into disaster. Es fängt ja mit dem Brexit gerade an. Das wird ja kein Ponyritt. Und was dann ja gerade passiert, das sehen wir ja ganz klar. Ja? Jeden Tag, zum Beispiel jetzt mal Brexit, sinkt das britische Pfund etwas mehr, verlassen mehr Briten den Kontinent. Wissen wir jetzt schon, dass die ganzen britischen Universitäten baden gehen, wenn sie die Research-Mittel nicht mehr von der EU bekommen, 9 Milliarden von der Europäischen Union. Und trotzdem sagt mal Theresa May jeden Tag, we will do Brexit and it will be a success. Und sie öffnen den Wirtschaftsteil und jeder sieht, no, it won't be a success. So why don't we say it won't be a success? It is a disaster and it will be a disaster. Und insofern trennt sich ja nur sozusagen die Art und Weise, wie wir über Europa reden, trennt sich von der Realität jeden Tag mehr. Und das fühlen die Leute doch. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. Second, we need to unite our country. And third, we need a strong, new, positive vision for the future of our country. A vision of a country that works not for the privileged few,
but that works for every one of us, because we're going to give people more control over their lives. Thank you. Also in einem Jahr haben wir dann die Österreich-Wahlen im Dezember, die Frankreich-Wahlen im Mai und die Deutschland-Wahlen im September. Und jede Wahl wird die andere vielleicht beflügeln. Soll heißen, der Brexit hat Trump beflügelt, Trump beflügelt die Österreicher beflügeln nochmal Marine Le Pen und das beflügelt vielleicht die AfD in Deutschland. Das wissen wir alles nicht, aber es könnte so kommen. Und dann müsste man tatsächlich, ja, Stefan Zweig, die Welt von gestern. Wir wachen auf und heute ist die Welt nicht mehr wie gestern. Wir wissen das alle noch, wie wir in den Cafés saßen und in den Coffeeshops und in Amsterdam und alles war frei. Aber so ist es doch. Ich wehre mich dagegen, wenn der Islam genutzt wird, um unsere deutsche Kultur hier in unserem Land zu verhindern. Just as before the First World War, rudderless governments appear to be facilitating European populism. Dann ist es die Pflicht jedes Deutschen, sich dagegen zu wehren. While the privileged elite seem unable to come up with any appropriate answers. And, just as then, we don't seem to realise how badly things could go wrong, how Europe as we know it could change completely. What I've always said through the referendum, which is not something I thought we should have, but the good thing about it has to be that people have thought very seriously about democracy and how. Wenn Sie Stefan Zweig oder Thomas Mann lesen, dann können Sie da lesen, dass die schon in den 1920er Jahren genau das analysiert haben. Die waren ja nicht dumm. Die Texte, also von Thomas Mann gibt es Zitate von 1913, vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn jetzt nicht bald was passiert, dann wird Europa in eine dystopische Schlaufe von Nationalismus gehen. Soll heißen, es hält alles noch. An der Oberfläche ist alles okay, wir können noch reisen, noch sind die Grenzen offen, noch gibt es den Euro, alles schön. Aber das Vertrauen ist völlig verloren. Und zwar nicht nur unter den europäischen Bürgern, sondern auch unter den europäischen Regierungen. Das System hält noch, es ist nach außen alles schick und schön, aber unter der Oberfläche brodelt es ganz immens. Es gibt halt Dinge im Leben, da merkt man erst, dass es zu spät ist, wenn es zu spät ist. Ja? Und so geht uns das, glaube ich, gerade mit Europa. Wir haben so lange über Europa gesprochen, das Friedensnarrativ und so weiter. Jetzt haben wir ein böses Erwachen und stellen weg, Europa ist weg. Ach, war das schön. Die offenen Grenzen, Erasmus, der ganze Austausch. Huch, weg, ja? I mean, it's a nightmare. I mean, we've seen this happen before in the 1930s. You're cross, aren't you? I am. I'm really worried for our kids. Is this your livelihood at risk? Absolutely, yeah. And I'm really worried for our kids. We've got 3 young kids, and one's at university just started. And you think, well, what's going to happen? It happens throughout history. Old people sending young people into oblivion. Also ich denke, Europa ist in keinem guten Zustand und das hört man ja inzwischen von vielen Personen. Also auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat Ende Oktober gesagt, das Auseinanderfallen der EU kann nicht mehr ausgeschlossen werden und dass dieses immer so weiter, wir machen mit der EU und das wird schon funktionieren, diese Friedenserzählung, die ist sehr brüchig. Wir sehen die Türkei, wir sehen ISIS, wir sehen Putin, wir sehen die Bedrohungen, die von außen auf die EU kommen und von innen sehen wir Populismus, Nationalismus in allen EU-Staaten. Wir sehen das Auseinanderfallen von Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und in Polen vor unseren Augen, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Dann haben wir natürlich eine sublimierte Militarisierung von unseren Gesellschaften. Das heißt, wir haben diesen ganzen Sicherheitsdiskurs, der Terror, Überwachungsstaat. Wir können kein Recht mehr setzen. Wir haben mit dem CETA-Agreement erfahren, dass die Europäische Union für ein paar Tage dastand, als wenn sie nicht mehr zeichnungsfähig wäre. Und das alles, wenn man das so nimmt als Bausteine, dann kann man nur sagen, es ist ein Baustein neben dem anderen, die dafür sprechen, dass die Europäische Union in ihrer Akzeptanz, in ihrer Glaubwürdigkeit, in ihrer Rechtsetzungsfähigkeit und in ihrer politischen Mission mehr als stark angeschlagen ist. And it all started so promisingly. In Maastricht in 1992. Na 1992 vervallen de grensformaliteiten tussen de 12 landen van de Europese gemeenschap.
Dat brengt veranderingen met zich mee. Bijvoorbeeld in een ander land van de gemeenschap werken wordt eenvoudiger. En aan de grenzen verdwijnt het oponthoud. Wilt u meer weten over de veranderingen? Haal dan de brochure bij postkantoor of bibliotheek. The ever-divided Europe appeared to have successfully opened its national borders. The greatest fear of the European Union builders was that members would withdraw again, the Netherlands for the Dutch, France for the French, and so on. This would put an end to the movement to reduce the role of these nation-states in Europe. Monsieur Monnet, qu'est-ce qui vous a amené à penser à l'organisation d'une communauté européenne? Les deux guerres. Il était évident qu'on ne pouvait pas construire des relations pacifiques entre les pays en se basant sur la souveraineté nationale. Il fallait trouver autre chose et une autre méthode. Et c'est alors que dans la Deuxième Guerre, il m'est apparu clairement que le seul moyen d'établir des relations pacifiques entre les pays d'Europe était d'essayer d'appliquer entre ces pays les relations, les formes de relations que nous appliquons au sein de nos propres frontières. Pour que la domination n'existe pas entre nos pays, on ne peut pas se baser sur la souveraineté nationale. But the peace project seems to be losing its power of connection. The question is, what still connects Europeans? Politicians in Brussels are desperately looking for a new message. Die Friedenserzählung funktioniert nicht mehr. Wo ist das neue Narrativ? Was erzählen wir den Menschen? Wie überzeugen wir die Menschen von Europa? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist keine Frage von Überzeugung. Man kann die Leute von was Schlechtem nicht überzeugen. Es ist keine PR-Maschinerie. Es geht nicht um PR, die Leute besser verstehen. Die Leute sind nicht dumm. Okay, super, alles klar. Dankeschön. Danke. Alles klar, nee. Guéraud is in Vienna. The invitation of a Swiss bank. Politicians, bankers, and even clergymen from the Vatican are curious about her ideas on how European independent states could be integrated into one republic. Super, Dankeschön. Dankeschön. Although they're more interested in the other question, how great is the risk of the European Union imploding? To many experts, there is no longer a question as to whether the European project is coming to an end. But nobody knows what's going to happen next. Ich gehe mal um die Ecke, um diese Hose anzuziehen, wenn ich Yoga machen soll. Was sollte man die Banker erzählen jetzt in dieser Zeit? Das Thema ist de facto das Thema des Buches, warum Europa eine Republik werden soll. Ja? Und dann werde ich einfach einen Vortrag machen über Brexit und was das Problem beim Brexit ist, über die Personenfreizügigkeit. Ich sag mal, mir wird schon was einfallen. Ich erfinde ja nicht immer die Welt neu. Also das geht ja nicht. Ja? Aber die Banker haben auch Angst. Die Banker haben auch Angst, ja. Ulrike Guéraud has worked for different research institutes and has helped building think tanks both in France and Germany. She also thought and researched on European integration. But what are the bankers afraid of? They're afraid they're missing something. She advises decision makers with regards to European. Nobody can predict the future, but it's crucial for banks to have some idea of what's going to happen, to minimize their risks. This is why any scientist who is bold enough to think ahead will find a listening ear. Let's warmly welcome Dr. Ulrike Guéraud, and I have just a short question to you. Why should Europe become a republic? Good evening, Ulrike Guéraud. Wir hatten ja diesen Dreiergipfel, Frankreich, Deutschland, Italien, aber man muss es einfach sehen. Und in Deutschland, auch in den Niederlanden, sieht man das, glaube ich, ein bisschen wenig, dass die Italiener und auch die Franzosen mit dem Euro, so wie er ist, unglücklich sind. Ja? Das war für die eine riesengroße Kraftanstrengung und da haben die Länder einfach wahnsinnig gelitten, zum Teil natürlich wegen Reformstau, aber zum Teil eben auch, weil die Strukturen einfach der Währungsunion so nicht funktionieren oder für diese Länder nicht so funktionieren.
Und insofern weiß man nicht, was passiert. Also das ist ja kein Geheimnis. Das steht ja in Zeitungen, italienischen Zeitungen und in der FT, wo immer. Aber dass die Euro-Krise noch nicht vorüber ist. The Italian banks are also on the verge of collapse. Prime Minister Matteo Renzi, who recently stepped down, intended to help them by providing more money. Recapitalisation, as they call it. It's a proven Southern European concept, but in EU law it's forbidden. At the same time, the democracies in Poland and Hungary are also at risk of collapse. Und das ist dann wie eine Lawine. Wenn diese Lawine erstmal ins Rutschen gekommen ist, dann halten sie die nicht mehr auf. Aber die Lawine rutscht. Und die Lawine rutscht jetzt. Wir haben Brexit, wir haben eine ungelöste Frage mit dem Grexit. Das ist erstmal vertagt worden 2015, aber dass die griechische Schuldensituation unsustainable ist, das bezweifelt niemand. Aber gucken wir doch mal nach Ungarn. In Ungarn wird der Rechtsstaat ausgehebelt. Polen. Das Verfassungsgericht in Polen, in Ungarn wurde gerade eine Zeitung verboten. Die EU, das heißt, der gesamte europäische Menschenrechtskatalog aus der Europäischen Menschenrechtskonvention wird in Ungarn nicht mehr gewahrt. Und was tut die EU? Nichts. Nichts. Was haben Sie gesehen? Nichts. Wir gucken zu, wir sind ohnmächtig und Orbán stellt sich hin und sagt, ich bin ein souveräner Nationalstaat und ich mache, was ich will. Und das ist das Problem. Wir können nicht EU sein und souveräne Nationalstaaten haben, weil Rechtsetzung, es gilt Max Weber, das legitime Gewaltmonopol. Einer muss Recht setzen und einer muss sanktionieren können, wenn das Recht verletzt wird. Aber und das sind alles so, wenn Sie fragen, wann kracht die EU, das sind alles so Zeichen, sie kracht nicht, zack, wie so ein Haus zusammen, aber es sind alles Zeichen, zum Beispiel Ungarn, zum Beispiel Polen, zum Beispiel Renzi, wo wir sehen, ist die EU noch handlungsfähig, ist sie noch da? I wrote this book out of anger on the EU, which is definitely no longer functioning. I think we can agree on this in many respects, whether that's refugees, that's populism, nationalism, Brexit. Pierre Rosanvallon once called the lie of the European Union. And what is the lie of the European Union? Which also means we are not the sovereign of the system, because if we were the sovereigns of the system as European citizens, we would need to have a parliament in which we have voting equality. So we feel this malaise. But we also feel that we need Europe. I mean, there's a huge dichotomy that on the one hand, the EU is not it. The first old textbooks, like from Platon, Aristoteles, Cicero, Kant, and so on and so forth, tells us that if we are zoon politikon, like Aristoteles, we can't live alone, we need to live together. We need to have a republic in the sense of equality in front of the law, and we need to have division of powers in the political system. I have two questions. First of all, how do you define Europe? Is it the Europe we have right now, or is it even including Russia? And the second is, and you certainly have a scenario, what will come after the implosion of the actual system? Starting with the last. Obviously I have not. Who has? I don't have a crystal ball. I actually do not believe that people make history. I think that history happens and we run behind and try to structure it when things happen. So what will happen with the European Union and when, I don't know, but that morbid systems can be triggered by nothing is more the, is the thing. Wissen Sie, der Satz von Merkel war ja, scheitert der Euro, scheitert Europa. Ich halte den Satz für falsch. Ich glaube, der eigentliche Satz ist, bleibt der Euro wie er ist, scheitert die europäische Demokratie. Und das erleben wir jetzt, ja. Also dass natürlich alles, was wir jetzt an Populismus haben, zu einem Teil, zu einem großen Teil sogar eine Folge ist von dem Missmanagement der Sparpolitik. Das kann man wohl so sagen. Das sagen auch übrigens die meisten Wissenschaftler. Also das ist, da bin ich nicht die Einzige. Und insofern ist der Populismus, den wir jetzt haben, rechts wie links in Europa, ist natürlich nicht nur, aber auch eine zeitverzögerte Reaktion auf das, was 2012 passiert ist. Für mich ist ja 2012 eigentlich das, sozusagen das Jahr der, wie soll man sagen, der Ursprungssünde, ja? Jetzt sind die mit dem Koffer da, Moment. Ja! Ja, genau, wegen des Koffers, genau.
Kommen Sie mal rein oder ganz kurz, also ich zeige Ihnen nur, hier das, so, ja, und ich kann den Koffer morgen so nicht einchecken bei der Lufthansa. Ich fliege um 7:05 Uhr. Das heißt, Ulrike Gero believes that the financial crisis in 2012 marked the beginning of the end of the European Union. When the banks in Cyprus threatened to go bankrupt, a bailout was announced. The stress levels in Brussels surged. There were rumours of a domino effect because the crisis revealed the flawed accounting systems in both Greece and Cyprus. Gero says that everyone knew about it, but now the European supervisors were forced to recognise it. But at this very moment, nobody showed up at the meeting room in Brussels where she had an appointment. Es hatte auch dieses Gefühl von, keiner sitzt hier am Schreibtisch. Nobody is doing his duty. Ja, irgendwie die Ratten verlassen das sinkende Schiff, keiner war da. Das hatte so ein bisschen so, what did you work for? Wofür hast du 25 Jahre gearbeitet? Das war sozusagen mein Lebensprojekt. Maastricht, Europa, das haben wir jetzt für immer in der Tasche, das machen wir gerade, das ist toll, ich bin dabei. Ja? Und 25 Jahre später steht man in diesem Ratsgebäude, das so leer ist, wie als hätte man da so eine Plutoniumbombe reingeschmissen und keiner kümmert sich mehr drum. Und es war einfach entkernt, leer, es war nicht mehr fühlbar. Und man geht nach Hause und denkt sich, Moment mal, was ist passiert? Wie konnte die EU als System so versagen? Warum verteidigt sie keiner mehr? Wo ist denn die Schönheit des europäischen Projektes geblieben? Warum reden wir nur noch über Bailout-Pakete, über Zypern, über Banken? Warum haben wir diese ganze technokratische Sprache? Warum reden wir nicht mehr über Bürger, Bürgerunion, Konvergenz? Warum sagt keiner mehr ever closer union? Warum haben wir vergessen, was wir auf diesem Kontinent zusammen tun wollten, nämlich Nationalstaaten überwinden? Wo ist das alles geblieben? Accountable bunch of politicians that we can kick out. 37% of the votes cast in the last general election meant a parliamentary majority. Ich habe mich, ich weiß gar nicht warum, früh für Politik interessiert, vielleicht weil mein Vater auch Ratsherr war, also Lokalpolitiker. Aber ich hatte dann immer mir gedacht, ich möchte Auslandskorrespondentin werden. Das war so mein Traum, Auslandskorrespondentin. Ich möchte im Ausland leben und über das Ausland berichten. Und ich erinnere mich sehr gut, als die einheitliche europäische Akte gemacht wurde, 1986, da war in Bonn, da waren die ganzen Flaggen aufgehängt von den europäischen Nationalstaaten, die hingen über dieser Godesberger Allee, die ganze Allee. So. Und das war für mich, ich fuhr da mit dem Fahrrad, ne, so als Studentin, und ich hatte, hier passiert was, hier passiert Europa, das war mein Gefühl. Und ich war 19 oder 20, ganz zu Beginn des Studiums. Und dann fing ich tatsächlich an, mich dafür zu interessieren. Was hat denn Mitterrand gemacht? Was machen Genscher? Was machen Kohl? Was passiert da? Und da war ich mittendrin. Auf einmal ist man dann 23. Dann bin ich nach Paris gegangen zum Studium. Dann verliebt man sich natürlich, wenn man 23 Jahre in Paris ist, also verliebt man sich in einen Franzosen. Dann lernt man gut Französisch zu sprechen, weil man sich halt in einen Franzosen verliebt hat. Und auf einmal integriert man Europa in sein eigenes Leben. Auf einmal fährt man, um den Freund in Paris zu besuchen, permanent durch Belgien. Ja? Und dann wird auf einmal ganz klar, das ist das, was die wohl meinen mit diesem Ever Closer Union, Maastrichter Vertrag. Und so kam das sozusagen, ich mich selber europäisiert habe, aber gleichzeitig natürlich auch versucht habe zu verstehen, was passiert da politisch. Und dann bin ich davon nicht mehr losgekommen. 1992 hatte ich dann das enorme Glück, dass ich mich beworben habe auf eine Stelle in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich habe mich beworben bei Karl Lamers und irgendwann war auch Max Kronstamm bei der CDU-Fraktion und wollte, dass Karl Lamers mal zu sich auf das Landhaus kommt. Wir haben uitgenodigd en we zijn blij dat deze kunnen komen, de heer Kronstamm. De heer Kronstamm die vicevoorzitter is van het actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa. Und wir hatten eine ganz lange Autofahrt.
Ich war mindestens 7 Stunden mit Max Kohnstam allein. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind 22 und neben sich sitzt so ein 70-Jähriger und der sagt, na ja, wissen Sie, ich war schon 1936 in Moskau und habe mit der Komsomol das gemacht und dann habe ich Stalin getroffen und dann habe ich mit Herbert Wehner das gemacht. Dann denken Sie sich, Moment mal, bin ich hier in einem Geschichtsbuch oder wo bin ich denn, ja? Und es hatte so eine Faszination für mich, zu sehen, wie auch in den 50er, 60er, 70er Jahren nichts gegeben war mit Europa, sondern dass es aktive Menschen gab, die das gemacht haben, die das gewollt haben und die gesagt haben, wenn wir das wollen, müssen wir das denken, müssen wir das aussprechen, müssen wir daraus Recht machen und das Recht wird dann Wirksams Mächtigkeit entfalten und dann wird daraus Europa entstehen. Much of what the so-called populists say these days, be that Bernd Lucke, Petri from AfD, or be that Marine Le Pen, or be that Nigel Farage, is actually I'm not in control in the system and therefore I need to leave. And so we have been driving the discourse of Europe into a dichotomy, which is either this EU and you defend this EU, which most people feel can no longer be defended, or we exit this EU. And that is when I felt like we need to do tertium datur, we need to think the third, which is the classical sort of big Latin thing. If 2 things do not work, you need to invent the third. And so the third I tried to invent is the European Republic. Suppose Europe were to become a republic. We'd keep one currency, the legal system would apply to all citizens, and the borders would remain open. In other words, we'd keep one collective market. This would benefit the banks. They have to pay tax and incur further costs for every international transaction. Banks prefer no borders and a stable political system. Jetzt sind wir natürlich in noch mal viel schlechteren politischen Verhältnissen. Das heißt, heute sind ja die eigentlichen Länder alle im populistischen Stress. Jeder Regierungschef hat Angst vor Populismus. Und deswegen kann man sozusagen mit Blick auf die EU ja überhaupt keine taffen Reformen mehr machen. Die Niederlande sind ja das beste Beispiel. Ja? Also die Niederlande mit ihrem Referendum über sozusagen das europäische Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Da reiße ich mir ja jedes Haar einzeln aus. Ja? Also, Wahnsinn. Ja, also erstmal stimmt die niederländische Regierung im Rat dafür. Dann gibt es das Begehren, ein Volksbegehren. Und die niederländische Regierung argumentiert in ihrem eigenen Parlament mit ihrer eigenen Mehrheit nicht gegen dieses Referendum, sondern sagt, na wunderbar, kriegt ihr ein Referendum. Dann findet dieses Referendum statt. Die niederländische Regierung tut nichts dafür, das Referendum zu gewinnen. Dann gewinnen es die Gegner und dann ist das der Sieg der Demokratie. Da sage ich, wieso entscheiden denn nur die Niederländer über das europäische Assoziierungsabkommen mit der Ukraine? Habe ich da als Deutsche nichts zu sagen? Many Europeans have the feeling that they're being muzzled. Guéraud agrees with them. She witnessed how the peace project she had worked so hard for changed into a project that benefited solely the banks, no longer the people. In 2012, Guéraud stopped working for the European Union and revisited the question of how to make a united Europe possible. Als dann sozusagen diese Spannungen zwischen mir und dem Milieu, die EU-Politiker oder die Thinktanks, die Denkfabriken, also alle, die sozusagen um die EU herum gebaut sind. Ja, die EU ist natürlich ein riesengroßes System und hat nicht nur Leute, die dort arbeiten, sondern auch Thinktanks und Zivilgesellschaft, wie auch immer. Ja, also viele Leute, die halt an der EU dran sind. Man ist zu kritisch gewesen, man gilt so ein bisschen als Netzbeschmutzerin. Also man hat einfach mal neu nachgedacht und wir sagen ja immer, wir wollen Querdenker, wir wollen innovatives Denken und so weiter. Nein, keiner will Querdenker, keiner will innovatives Denken. Ja? Also in Wirklichkeit wollen Systeme alles, bloß kein Querdenker. Also Neudenken ist wirklich nicht einfach. Wenn man sagt, Hannah Arendt, die immer gesagt hat, Denken ohne Geländer frei denken? Ja? Nein, Freidenker braucht man nicht. Ja? Systeme wollen immer Leute, die so denken, wie das System denkt.
Und dann habe ich das European Democracy Lab gegründet. Einen kleinen Think Tank, der wirklich mal kreativ neu über Europa nachdenken möchte. Dass wir da 2 Tage mit dir haben. Geht's euch gut? Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen Besprechung machen für die allen möglichen Termine, die jetzt anstehen. Ich habe einfach mal nachgedacht darüber, was man mit Europa sonst noch tun könnte. Ich behaupte gar nicht, dass ich die einzige Idee habe. Es gibt bestimmt mehrere Ideen. Aber ich glaube, wir müssen einfach mehrere Ideen auf den Tisch tun und mal scharf stellen, wie soll dieser Kontinent aussehen. Das heißt, dass wir sagen, wir haben jetzt 3 Monate Zeit und wir suchen die 600 Leute, die im Sinne dieses Wirtschaftsfonds... Es geht nicht darum, dass wir die EU zerschlagen wie so ein Trümmerhaufen. Es geht darum, dass wir die guten Dinge aus der EU retten und weitertragen in ein neues Jahrhundert. Das alte europäische Projekt war gut und richtig für das letzte Jahrhundert. Es muss jetzt nur transformiert werden und umgestülpt werden. Deswegen habe ich auf dem Cover diesen Vulkan. Ja? Also das ist ja eine Konzeptkünstlerin, die mit Vulkanen arbeitet. Was machen Vulkane? Sie stülpen Erde um. Und wir müssen jetzt Europa von Top-Down zu Bottom-Up umstülpen, von einem Europa der Staaten zu einem Europa der Bürger. Insofern geht es gar nicht darum, die EU zu zerstören und alles schlecht zu reden. Wir brauchen den Euro, wir brauchen die Erasmus-Generation, wir brauchen den Binnenmarkt. Das ist unsere wirtschaftliche Grundlage. Es geht um Komplementierung und um Umstülpen. Umstülpen nicht mehr Top-Down, sondern Bottom-Up und komplementieren One Market, One Currency, One Democracy. Wir müssen nur die letzte Kirsche auf das europäische Projekt stellen, damit Europa zum Bürgerprojekt wird und nicht mehr zum Projekt der Vereinigten Staaten. Wenn sich Bürger auf ein Projekt einigen, dann gründen sie eine Republik und das ist die Aufgabe der Zukunft. Guéraud believes the EU's greatest flaws are that its member countries are not represented equally, and that they tend to vote only in their own interests. Diese nationale Aufstellung, das hilft uns nicht, weil wir haben doch im Grunde 3 große Elefanten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und das sind die 3 Länder, die permanent Probleme machen. Jetzt Brexit, aber Deutschland macht auch Probleme, so als Mega-Elefant, der immer alles bestimmt in Europa. Und drumherum sind die Portugiesen, die Finnen, die Niederländer, die Ungarn. Wen interessiert denn, was die Portugiesen wollen in Europa? Interessiert uns das? Nicht richtig. In an attempt to end this inequality, Guéraud came up with the European Republic, a republic of 50 small regions represented equally in a European regional parliament. This would mean that democracy would be local and direct, under one European roof where all Europeans have equal rights. All regions would have the same social security system, pensions, tax regulations and health insurance. In der mythologischen Darstellung der Europa war das nicht die Briten, die Franzosen, die Deutschen, die irgendwas alleine können oder die Bayern oder die Bulgaren, sondern jedes Volk hatte in der Europa seinen angestammten Platz und seine organische Funktion. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Keiner kann gehen. Jeder gehört zu Europa, jeder ist gebraucht in dem, was er ist. Jeder bringt der Europa das, was er darstellt. Ich kann schlecht malen, ja, aber so ungefähr ist ja Europa. Mit Dänemark geht das hier so weiter, ja, Italien und hier Griechenland. Hier war die Donau. Das ist die Aorta, die alle Länder, die im Donauraum in Europa liegen, miteinander verbindet. Ja? Also Ungarn, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, die Donau. Hier der Rhein, der natürlich von den Niederlanden, Amsterdam bis nach unten Europa verbindet. Ja? Es ist ganz, Europa ist ganz. Und diese Grenzen, die wir da eingezogen haben, spalten ja nur die alten Kulturregionen. Also gucken wir zum Beispiel mal Spanien, Frankreich, spaltet das Baskenland. Oder Österreich, Tirol, Österreich, Italien spaltet Tirol. Und aus diesen Kulturregionen nehmen wir unsere Küche, unsere Suppen, unsere Sprache, ja, das Baskische, das Normannische, das Elsässische. Und das ist alles Europa und die europäische Vielfalt.
Wenn wir also sagen, wir haben diese Regionen als konstitutionelle Träger, also sagen wir mal, wir hätten so 50 Regionen und die sind sozusagen die Träger der Europäischen Republik. Ja? Dann haben sie im Prinzip so ein bisschen wie in Amerika, haben sie einfach 50 oder 60 Bundesländer oder eben Regionen oder Provinzen, Verwaltungseinheiten, wie auch immer wir das nennen wollen, die einerseits Kultur und Identität abbilden können. Das heißt, die Bürger würden genau das bekommen, was sie im Moment wollen. Diese Sehnsucht nach dem Identitären, was ja auch die Populisten bedienen. Ja? Und sie hätten eine stärkere Rolle in einem politischen System, weil man nicht mehr über die nationale Ebene gehen muss. Aber die eine Region ist arm und die andere ist reich. Wie machen wir das mit Geld? Zum Beispiel machen wir eine europäische Arbeitslosenversicherung und haben einen indirekten Stabilisator. Das heißt, am Ende des Tages bekommt in Europa jeder das gleiche Arbeitslosengeld. Das würde auch zum Ausdruck bringen, dass wir als Bürger in der Europäischen Union alle gleich sind und alle gleich vor dem Recht, aber auch alle gleich in unseren Ansprüchen. Und wie machen wir das denn mit Flüchtlingen? Wir machen ein Amt für Flüchtlinge und dann machen wir finanzielle Incentives, Motivationen für Städte und Regionen und sagen, die Region oder die Stadt, die Flüchtlinge aufnimmt, denen helfen wir. Wir stellen Architekten zur Verfügung, Sozialberater, wir erklären euch, wie das geht, Bauämter, wir geben euch Geld. Und wir machen einen Wettbewerb. Und ich bin überzeugt, dass es Städte geben wird, die sich bewerben, um Flüchtlinge aufzunehmen. Die gibt es nämlich heute schon. Zum Beispiel in Süditalien, wo es ja leere Städte gibt, Städte, die völlig überaltert sind, wo dieser Bürgermeister, es gibt so einen fantastischen Bürgermeister in Süditalien. Or Nigeria, no. Gambia. Senegal. Oh, all different countries. Welcome in Palermo. No more Ghana, no more Gambia, but Palermo. Palermo is the best city in the world. I am the mayor of the city. Enjoy, enjoy. Er hat Flüchtlinge aufgenommen und eine alte Gebäude mit Flüchtlingen ausgestattet und eine alte Stadt, in der es keine Bäckerei mehr gab, gibt es auf einmal wieder eine Bäckerei. Auf einmal war die Schule wieder voll, auf einmal gab es wieder Schulklassen und es funktioniert. Und dann können wir das tatsächlich dem Markt überlassen. Und wenn eine Region in den Niederlanden oder eine Region in Budapest oder eine Region in Ungarn oder eine Region in Ostdeutschland keine Flüchtlinge will, dann kriegen sie keine Flüchtlinge, aber eben auch kein Geld von dem Amt für Migration und Flucht von der Europäischen Kommission. During the 20 years when she was working with the European Union, Guéraud helped build an institution in which she no longer believes. Arena. The thing is not to walk too fast and kind of within the limits of this perimeter so that the camera can follow. And still, she hopes that her message will be heard in Brussels. Floor is mine. I'm very sorry to speak with this voice to you. But I woke up with nearly no voice, so you are happy to get a little bit now. So the support of the European Union is drastically shifting. So why is this so? I'm a political scientist, and if you read about democracy from Plato to Aristoteles to Rousseau to Kant, what you learn is you need two things. You need a parliament which is in control about the executive, and the parliament normally has legislative power. None of the two things are true. So people, even without studying political science, they smell it. In Germany, there are 20% of people who know what the Commission is. So how do you go about broader questions of complexity to explain the European system? Das Problem dieser 27, 28 Nationalstaaten ist halt, die sind sehr unterschiedlich groß. Holland hat 16 Millionen, Deutschland hat 80 Millionen. Wir sind sehr ungleich vertreten.
wie wir vertreten sind in unserem gemeinsamen Parlament, Sie und ich. Ja? Sie sind als Niederländerin ganz anders vertreten im Europäischen Parlament als ich. Wir haben keine Wahlrechtsgleichheit. Wir sind nicht bei Wahlen gleich. Das ist ein ganz großes Problem für die Demokratie. Was heißt das, wir sind nicht bei Wahlen gleich? Naja, das heißt, dass zum Beispiel ein deutscher Abgeordneter anders viele Bürger vertritt als ein niederländischer Bürger. Ja? Wir wählen auch nach anderen Bedingungen. In Deutschland haben wir Länderlisten für die EP-Wahlen und in den Niederlanden oder in Frankreich nicht. Ja? Das heißt, ein Wahlsystem muss gleich sein für alle Bürger. Ja? One person, one vote, sonst ist es keine Demokratie. As much as we're trying to sell or communicate our message, we have to listen back as well. And I think at least part of the crisis and support for Europe that we're observing now is because Europe hasn't been good at listening to its critics. And I think that's very important and that has to be addressed. Obviously, we need to change the election system. Yeah, I mean, this doing European elections with national lists and then the national lists being completely different is just not voting equality. Yeah, so I mean, this is not the first time that the European Parliament or the institutions of the EU are thinking about transnational lists, about harmonization, and so on and so forth. It just never worked. The key message is equality in front of the law. It's basically the secret to a very different European political system. It would go for the Southern Europeans who feel second-class Europeans since ever we are living the times of the Euro crisis, and so it would work for everybody. And you are completely right. There is something lacking in our system that disconnects the citizens from what they should do, elect their parliament. And in a way, you have mentioning it, we have not really European elections. Yeah? We have no European elections. We have 28 national election laws, national election lists, national election campaigns, sometimes even not dealing with Europe in this election campaign. And we have to jump to a new system, otherwise we even endanger the citizen chamber in which we are today. Now, I'm a co-rapporteur for the reform of the European elections, but I can tell you that the Council, exactly, the member states, are by unanimity against reforms. The Hungarians and the Dutch and the Swedish and of course the others, and they don't want nothing. They don't want a real citizen chamber. Das europäische Sozialmodell ist eine kulturelle Erfindung Europas. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das haben wir nicht in Indien, das haben wir auch nicht in Russland und auch nicht in Amerika, wo die Leute auf dem U-Bahn-Schacht liegen. Wir haben das auch nicht in Afrika und auch nicht in Lateinamerika, was in weiten Teilen korrupt ist. Und wir sollten uns überlegen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wenn wir das wollen, dann gibt es das nicht umsonst. Die EU steht für Freiheit. Aber es gibt jetzt so viele Länder in der EU, wo es die Freiheit schon nicht mehr gibt. Naja, und das ist eben genau das Problem. Also Sie sagen, wie können die Intellektuellen dieses Argument machen, wenn das Friedensnarrativ, das sogenannte, wenn es nicht mehr funktioniert? Ja, das ist, was Bertolt Brecht gesagt hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. In dem Moment, wo die Leute sozusagen Angst haben um ihren Job, ihre Familie, ihre Zukunft, lassen sie sich halt in nationale Erzählungen wieder einwickeln. Aus der nationalen Erzählung ergeben sich Spannungen und vielleicht Krieg, das weiß man nicht. Aber die Freiheit verteidigt man nicht, wenn es einem sozusagen selber dreckig geht. Wir reden von Sicherheit, wir müssen uns verteidigen, wir müssen unsere Werte verteidigen gegenüber Putin, den ISIS und so weiter. Wir brauchen Sicherheit. Aber das kulturelle Erbe Europas, das Erbe der Französischen Revolution, ist Liberté, Égalité, Fraternité. Da kommt die Sicherheit nicht drin vor. Was ich sagen will ist, man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein. Man war auch in der ehemaligen DDR sehr sicher. Man war nur nicht frei. Wenn man anfängt, die Freiheit für die Sicherheit zu verkaufen und wir sind auf dem besten Weg, dann hat man schon verloren. Dann verteidigt man nämlich nicht seine Werte, sondern verteidigt in letzter Konsequenz seine Sicherheit, also sein nacktes Leben und Geld. Aber diejenigen, die wir Helden nennen, zum Beispiel Sophie Scholl oder auch Dietrich Bonhoeffer, die haben nie ihr nacktes Leben verteidigt und schon gar nicht Geld. Sie sind für die Freiheit gestorben.
das macht mir Angst, dass wir im Moment diesen Diskurs in Europa so sehr unter dem Paradigma der Sicherheit sozusagen machen, dass wir uns alles gefallen lassen. Ausnahmezustand in Frankreich, Überwachungskameras und so weiter. Das heißt, wir verteidigen nicht unsere Ideale. Das ist das Problem. Ich habe nur ein paar Ideen, aber das ist Impressionismus. Es ist nicht das perfekte Bild. Ich bin nicht apodiktisch. Ich will das nicht alles alleine ausdenken müssen. Ich will Ideen generieren, die ich sähe. Und wenn die Saat aufgeht, dann müssen andere an diesen Ideen mitarbeiten. Das ist ganz wichtig. Der vertritt mich im ökologischen Standpunkt, da finde ich den gut. Immer neu denken. Es ist die menschliche Verantwortung, die Dinge immer neu zu denken. Also wir machen einen Film draus und dann hören andere Leute das wieder zu und denken weiter. Und denken weiter. Und es ist wie Impressionismus. Ich habe nur ein paar Tupfer und andere finden die Tupfer schön und sagen, huch, das hat mich inspiriert. Da hat die Frau Guéraud was gesagt zu Städten und Flüchtlingen. Ich bin Architekt, ich kann da was zu beitragen. Ich finde die Idee gut. Ich kann die Idee verbessern. Ich habe gerade gesagt, ich bin dafür. Aber die politische Realität in Europa. Die politische Realität ist, was wir machen. Punkt. Aber es muss doch erst mal was Schreckliches passieren, ehe wir begreifen, dass dies vielleicht eine gute Idee ist. Vielleicht muss es das und trotzdem ist Realität, was wir machen. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.